Nach der Enthüllungsdoku Leaving Neverland scheint der Ruf von Michael Jackson, 50, für immer zerstört. Die Aufnahmen enttarnen ihn als Sextäter, der zahlreiche Kinder missbraucht haben soll. Wie reagierte Jakov-Herrn Menderes-Bazzi, 34, eigentlich auf die unfassbaren Vorwürfe? Es ist kein Geheimnis, dass der DSDS-Star den King of Pop vergöttert. Ist seine Karriere jetzt dahin? Im Interview mit Opmark.de hat der Sänger über die umstrittene Dokumentation gesprochen. In der Doku Leaving Neverland bekommen Bader Rabsan und James Safechuck eine Stimme. Die Männer sind heute über 30 Jahre alt und behaupten in den Szenen, Michael Jackson habe sie als Kinder mehrfach missbraucht. Angeblich habe es auf dem Anwesen mehrere versteckte Zimmer mit Betten gegeben, da der Musiker sich gern an neuen Orten an den Kindern verging. Um dabei nicht überrascht zu werden, soll Michael überall auf der Ranch kleine Alarmsysteme installiert haben. Außerdem habe er sich in Zelten im Garten, im Pool und im Whirlpool-Oral an den Jungs vergangen. Bader Rabsan behauptet sogar, der King of Pop habe 1993 versucht, ihn in einem Hotel in Los Angeles zu vergewaltigen. Die Kritik: Rabsan und Safechuck sagten damals im Prozess für Michael aus und stellen sich jetzt gegen ihn. Auch wenn es heute nicht mehr zu 100% bewiesen werden kann, da Michael Jackson tot ist, hat Leaving Neverland dramatische Auswirkungen auf das Lebenswerk von Jackson. Ein Radiosender spielt seine Songs nicht mehr. Es gibt jedoch noch immer Fans, die zu Michael Jackson halten. Menderes-Bazzi ist einer von ihnen. In den Castings von Deutschlands Sucht den Superstar performte er immer wieder die Klassiker von Michael Jackson und mauserte sich mit den Jahren zum absoluten DSDS-Liebling. Wie soll seine Karriere nun nach dem Jakov-Skandal weitergehen? Opmark.de hat er es erzählt. Menderes lassen die Schlagzeilen um sein Idol völlig kalt, er vergöttert den King of Pop noch immer. Die Aussagen der vermeintlichen Opfer machen ihn sprachlos, erzählt er im Interview mit Opmark. Er ist nicht der erste Jackson-Anhänger, der genau das kritisiert. Bader Rabsan und James Safechuck erklärten ihre damalige Aussage damit, dass sie in jungen Jahren gar nicht gewusst hätten, dass sie missbraucht wurden. Michael Jackson habe mit ihrer Psyche gespielt und sie manipuliert. Menderes hat Leaving Neverland noch nicht gesehen. Eine klare Antwort vom DSDS-Kultkandidat: Ja. Wenn ein Veranstalter es sich wünschen würde, hätte Menderes absolut kein Problem damit, die Songs vom King of Pop zu performen. Der Sänger sei aber nicht auf die Jakov-Songs angewiesen: Ich performe bereits seit einigen Jahren meine eigenen Songs, wie zum Beispiel Chakalaka Ario, Mittendrin, Music is My Life und viele mehr, so Menderes. Seine Karriere wird also in keinem Fall weitergehen. Mit oder ohne Michael Jackson.